Wir liefern. Hey. Skinny girls, fat girls, thick girls too. Rich chicks, poor chicks out. They can't forget about my niggas. Shots for everybody. Shots for everybody. Servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Motovlog von mir. Und zwar, ich bin seit Ewigkeiten mal wieder auf der Straße unterwegs, wie ihr sehen könnt. Für mich wieder total strange, total ungewohnt. Ich habe es mir gerade die ganze Zeit gedacht, ich fahre jetzt ungefähr schon so seit einer halben Stunde oder so. Und ich komme irgendwie nicht drauf klar, was es wieder für eine Umstellung ist, mit Straßenreifen auf hier auch so auf so schlechten Straßen zu fahren und alles. Mega strange das Gefühl jetzt wieder am Anfang. Aber darüber soll es heute gar nicht gehen. Und zwar, ich habe ein kleines Modul geschickt bekommen. Und darauf gehe ich später nochmal drauf ein, weil ich fahre jetzt gerade zu meinem Kollegen, dem Christian. Der ist gerade in seiner Werkstatt und zu dem habe ich das auch schicken lassen. Und da werden wir es jetzt auch schon einbauen und dann auch testen. Ich bin mega gespannt. Das nächste Problem, was ich jetzt gerade so merke nach der Rennstrecke ist, die Fußrasten, die ich für die Rennstrecke ziemlich gut eingestellt hatte, beziehungsweise ich habe ja sowas von geschwärmt auf der Rennstrecke, was für ein geiles Setup ich gerade habe ich jetzt einfach mal gemerkt, ist für die Straße komplett hinfällig. Also du hockst, also klar fällt es mir jetzt erst wieder auf und ist ja eigentlich auch logisch, dass du auf der Straße anders auf dem Motorrad hockst, aber mir ist jetzt erst gerade wieder bewusst geworden, was für ein krasser Unterschied es ist. Also ich hock auf der Rennstrecke mit dem Arsch ganz hinten und habe somit einen anderen Winkel zum Bremshebel. Und jetzt auf der Straße natürlich hock ich einfach ganz anders drauf. Und jetzt ist es gerade so ein bisschen strange, dass ich quasi so weit, das ist ziemlich weit oben, weil jetzt hocke ich viel mehr am Tank, also hock viel gechillter drauf. Und ja, da sind wir auch. Servus. Hier im Aprilia Headquarter. Und du baust hier in einem Geschoss rum, oder was? Und wie ihr seht, sind wir hier in absoluten Aprilia RSV4 Headquarter. Ich meine, hier, schönes Motorrad. Nein, Spaß. Aprilia sind schon auch schöne Motorräder. Lauter RSV4, richtig nice. So, hier Christian, Mechaniker meines Vertrauens. Er muss jetzt ein bisschen ernst schauen, weil er jetzt Angst hat. Wird jetzt gefilmt. Und da ist das gute Teil. Das bauen wir jetzt schnell mal ein. Smart Braking Modul. Und ich habe sogar gesehen, dass man hier zwischen zwei Modis wechseln kann. Also zwischen ganz normal Steady und dass es eine halbe Sekunde flasht vorher, also kurz blinkt. Und das wird irgendwie hier so dazwischen geklemmt. Und ich würde sagen, ich schnipp jetzt einfach mal, wir überspringen das Ganze und dann sind wir auf dem Motorrad. Wir fahren jetzt einfach mal eine kleine Tour. Ich gebe dir jetzt auch, glaube ich, die Kamera. Christian ist auch zum ersten Mal mit Sena dabei, also er ist schon ein bisschen aufgeregt, hat er gesagt. Aber ich gebe dir jetzt mal die Kamera, dass man nämlich dieses Bremslicht sieht, was ich euch zeigen will. Was schnaufst denn so? Ich bin aufgeregt. Jetzt fahrt ihr mal bei einer Aprilia RSV4 mit auf der Straße. Was ist das? Ist das eine RF oder eine normale? Nee, normal RR. Ist ein Vorführer für uns. Okay. Sag mal an, wo lang? Kreisverkehr, die... Hier draußen. Nee, nochmal. Ja doch, daraus, rechts. Alter. Ich habe das Braking-Modul da auch ein bisschen falsch verstanden am Anfang. Ich dachte, das ist zuerst beim Bremsen, dass es dann dieses Flimmern gibt. Aber es ist bei der Motorbremse. Was ich aber auch ziemlich interessant finde, meiner Meinung nach, weil du ja, wenn du kein Gas mehr gibst, ist die Motorbremse beim Motorrad ja schon relativ stark und du ja auch langsamer wirst. Von daher ist es ja auch ein Bremsvorgang. Und das System ist quasi dafür da, dass wenn ich vom Gas gehe, er entweder blinkt oder wie als wenn du die Bremse drücken würdest. Und das probieren wir jetzt mal aus, fahren wir ein bisschen neben mich und versuchen mal die Ding zu halten und schaue auf mein Rücklicht. Ich gebe jetzt Gas, gehe jetzt von der Bremse, vom Gas und der. blinkt. Ja, habe ja auch ich einbaut. Wäre jetzt peinlich für dich, wenn es nicht gehen würde. Mach nochmal.
Ich mache nichts und es sollte blinken, oder? Ja. Blinkt? Perfekt. Also ich finde es eigentlich ziemlich praktisch, beziehungsweise dient ja schon so ein bisschen der Sicherheit irgendwie, würde ich sagen, weil wenn du vom Gas gibst, wirst du ja auch ziemlich schnell langsamer. Und ich glaube, ich hatte schon ein paar Mal solche Momente gehabt, wo man einfach so ein bisschen in so einer großen Gruppe fährt und so ein bisschen nicht ganz bei der Sache ist. Und wenn dann einer nicht unbedingt gleich bremst, sondern einfach nur vom Gas geht, kann schon öfter mal sein, dass du da irgendwie so ein bisschen in die Bredouille kommst und nicht sofort checkst, dass der Vordermann vor dir langsamer wird. Finde ich jetzt. Also von daher ist es doch ein ganz nettes System. Du kannst auch ein bisschen was sagen. Ich höre dir aufmerksam zu. Ja, aber wie findest du es, Sena? Weil für dich ist jetzt das erste Mal, Sena? Also ich merke jetzt die ersten 2 Kilometer, dass es sau anstrengend ist, neben dir zu fahren, dich zu filmen halt und gleichzeitig aufmerksam zuzuhören. Findest du? Also für mich ist es die ersten 2 Kilometer, ja schon. So, und jetzt versuch mal bei der Rennstrecke, wenn du Rennen fährst, zu reden. Das ist ungefähr der Tod. Das schluckt sowas von Konzentration beim Fahren zu reden, beim normalen Straßenfahren. Das ist alles Gewöhnungssache. Ich finde, also mir wäre es, glaube ich, sonst langweilig, wenn ich nicht reden würde unterm Fahren. Aber Rennstrecke ist richtig anstrengend und das zieht auch wirklich Konzentration. Und dann kommt ja immer noch dazu, dass du auch noch was halbwegs Sinnvolles sagen musst. Ne? Das ist ja, kannst ja nicht nur Stuss reden. Ich meine, bei mir kommt vielleicht auch ab und zu Stuss, ne? Aber nur Stuss wäre auch scheiße. So, wir schauen jetzt mal, ob das Ganze auch bei langsamen Geschwindigkeiten funktioniert. Wir machen jetzt mal... Ich mach's einfach mal im ersten, oder? Ja. Im ersten bei 50. So, Geh gib vom mal Gas. kurz. Ja, du bist zu weit vorne. Okay, nochmal. Ja. Geh vom Gas. Ja, Ah, Perfekt. geil. perfekt. Weil, wenn ich von dir sage, ich kann Wheelie fahren. Oh! Oh shit. Ey, boah, krass. Alter. Alter. Achtung, Achtung. Sollen wir helfen? Was war da denn los? So? Ja, sehr schön. Einen schwarzen Strich zogen mit dem Vorderrad, ey. Mensch, no. So, das war's auch schon wieder mit unserem Vlog von heute. Vielen Dank an Christian, der mir dieses System jetzt gerade auch spontan eingebaut haben und seinen Samstagnachmittag für mich geopfert hat, um das ganze Zeug jetzt einzubauen und schnell eine Runde mit mir zu drehen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr auch sowas für sinnvoll haltet oder ob ihr meint, überflüssig brauche ich sowas eigentlich nicht. Ich finde es ziemlich praktisch und bleibt einfach mal dran. Ich habe dann auf jeden Fall noch Bock, ein Gewinnspiel daraus zu machen. Das wird auch wahrscheinlich in Instagram stattfinden, dass ich ein paar von diesen Teilen verlose. Also checkt einfach mal meinen Instagram-Account aus, das steht unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, bis die Tage. Peace! Peace. Ey, du hättest dringend was sagen können. Folgt ihn auf Insta. Achso, warte kurz. Folgt ihm auf Insta.